Auf dem Caravansalon habe ich einen Campingbus entdeckt, der durch 2 Innovationen zu einem richtigen Raumwunder wird. Und wenn dich das auch interessiert, dann bleibst sehr gerne dran. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute haben wir wieder einen Caravansalon Spezial zu einem Fahrzeug. Und diesmal geht es mir eigentlich gar nicht so um das Fahrzeug selber, sondern um die Idee, die auf dem Fahrzeug ist. Ein ganz spezielles Aufstelldach. Ich bin bei Spacecamper, nicht mehr lang gebabbelt. Wir springen sofort in die Messehalle und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich habe jetzt was sehr Interessantes gesehen und zwar bei Spacecamper. Bevor wir aufs Produkt kommen, ihr wisst schon Bescheid, reden wir aber erstmal mit den Leuten, die dahinter stecken. In diesem Fall würde ich dich bitten, dass du dich ganz kurz vorstellst. Ja, mein Name ist Markus Riese und ich bin schon immer im Campingbus groß geworden. Meine Eltern hatten VW T1, Baujahr 1960, habe 2 ältere Schwestern. Da haben wir immer den Urlaube verbracht. Und irgendwann später, als ich größer war, habe ich dann auch T2, T3 und final ein T4 California gehabt. Und da war es dann so, dass ein paar Sachen nicht so funktioniert haben, wie ich das eigentlich mir gewünscht hätte. Okay. Das begann schon mit den Sitzplätzen, hatte 4 Sitzplätze. Ich habe immer wieder den Bedarf gehabt, noch mal jemand mehr mitzunehmen. Also 5 Sitzplätze ist für mich einfach ein Muss. Nächster Punkt war Surfbrett, salzig, sandig. Wo kriege ich das in das große Auto rein? Muss man es aufs Bett legen? Fand ich nicht ganz so attraktiv. Und auch die Rückbank, die musste man zum Bettumbau mal vorziehen. Dann war das Gepäck hinten im Kofferraum nach vorgerollt, dann konnte ich es nicht mehr zurückschieben. Oder der Kofferraum war zu klein, ich hatte immer das Gepäck, was vorne stand, muss ich dann rumräumen. Fand ich nicht optimal. Und auch das Bett, man liegt auf der relativ hart gepolsterten Sitzfläche. Da habe ich mir einfach was anderes gewünscht. Und so entstand die Idee, dass ich Ben Wawra, ein Freund von mir, mit dem ich viel Outdoor-Erfahrung hatte, gesagt habe, ob wir nicht Lust hätten, einen viel cooleren Ausbau zu machen, mit dem ich auch im Alltag glücklicher bin. Ein anderes Problem war, ich hatte mal mit einem Freund versucht, beim Umzug zu helfen. Den Ausbau der Rückbank hat uns fast einen Bandscheibenvorfall beschert, weil diese 80 Kilogramm Rückbank unter gebückten Haltung. Genau, das wollten wir besser machen. Und final ist dabei der Spacecamper Classic rausgekommen, unser Modell, mit dem wir 2005 auf den Markt gekommen sind. Und dort haben wir wirklich eine Durchladefähigkeit. Man kann vorne die Schubladen rausziehen, kann schon das Fahrrad hinten reinschieben, beim Baumarkt unten die Sachen reinladen. 5 Sitzplätze, ein richtig breites Bett, also deutlich breiter, als was ich vorher gehabt habe. Man schläft auf einer weit dickeren, komfortableren Matratze. Und auch die Elemente wie Rückenlehne, wiegt nur 15 Kilogramm, kann man ganz einfach selber von Hand rausnehmen, raustragen. Das ganze Auto kann man ganz schnell leer räumen, sodass man echt auch ein Umzugshelfer sein kann mit dem Modell. Also man merkt schon, du hast wirklich viel Erfahrung gesammelt mit dem Fahrzeug, ne? Also das merkt man dir richtig an, du lebst dafür, ja? Genau, ich habe auch selber nur einen Spacecamper Classic als Classic Open als Privatfahrzeug, ansonsten Alltagsmobilität ist ein E-Bike. Und habe 3 Kinder und ja, über die Jahre haben wir da noch mehr Innovationen gebracht. Einmal dieses Zeltdach, was man öffnen kann, als auch die 2. Schiebetür mit der herausschwenkbaren Küche, damit man einfach mehr Platz hat. Das war im Urlaub sonst ein bisschen immer gedrängt. Die Kinder wollten rein, während gleichzeitig man am Herd war oder so. Ja, und jetzt 20 Jahre später, der geliebte T5, T6 wird nicht mehr produziert. Ja. Und das war jetzt eine Krise, sage ich mal. Krisenstimmung. Ist es überhaupt möglich, auf dem Nachfolger New Multivan überhaupt ein richtiges Campingauto zu realisieren? Weil einerseits ist es total reizvoll, das Auto ist total PKW-mäßig, fährt sich geil, ist auch nochmal leichter, spritziger, sparsamer. Eigentlich hätte ich da gerne einen Campingausbau drauf gehabt, aber alle haben gesagt, klappt nicht, viel schmäler, niedriger, vergiss es. Und das war nun die Challenge. Und wir haben es jetzt dann doch hingekriegt und der Ausbau heißt jetzt auch Classic Plus, weil uns ist nicht nur gelungen, das bisherige Konzept zu überführen, sondern auch noch ein paar Dinge besser zu machen. Einmal Volumen im Kühlschrank wurde nochmal 67% größer, 35 Liter jetzt. Wir haben entsprechend die Bettbreite, wir haben jetzt einen Schrank, den man umlegen kann innen drin, wodurch die Bettbreite von 1,20 Meter auf 1,36 Meter anwächst. Im Inneren hat sozusagen Wahl von diesen Möglichkeiten von den beiden. Und dann gab es noch ein großes Problem. Meine 3 Kinder sind größer geworden. Zu 5 in dem bisherigen
Fahrzeug war ich immer derjenige, der mal ausziehen musste, damit ins Zelt ausziehen musste. Und dafür musste einmal eine Lösung gefunden werden. Und das andere Punkt war, die Kinderkleidung waren hinten im Kofferraum. Und dann hat man immer, wenn irgendwas umgeräumt, um wieder hinten an die entsprechenden Koffer und Rucksäcke ranzukommen. Und da wurde auch schon mit der Buchung eines Ferienwohnung gedroht. Und da musste einfach eine neue Lösung. Und das konntest du nicht auf dir sitzen lassen? Das konnte ich nicht auf mich sitzen lassen. Und die Lösung ist jetzt dieses abgefahrene neue Dach, das Space Camper Roof. Da haben wir es wirklich geschafft, Volumen zu schaffen. Und zwar haben wir hinten schlafen wir quer, haben 2 Meter Liegebreite mit 1,40 Meter Bett, wo die Kinder dann entsprechend mit versetzt alle 3 unterkommen. Wow. Und wir haben den begehbaren Kleiderschrank, weil nämlich wir haben hinten das Bett, in der Mitte bleibt immer die Stehhöhe erhalten, auch wenn die Kinder alle schlafen. Und vorne neben der Stehhöhe haben wir 700 Liter Volumen, wo wir die ganzen Koffer und Kleider und Schuhe und Kuscheltiere oder was weiß ich noch alles benötigt ist, unterbringen können. Und das Konzept ist, man fährt im zusammengeklappten Zustand in den Urlaub, ist dann unter 2 Meter Außenhöhe. Vor Ort klappt man das einmal hoch und es bleibt dann immer aufgeklappt. Man räumt oben alles ein und ist dann, kann im Urlaubsort auch im aufgeklappten Zustand fahren. Weil ernsthaft jetzt? Ja, bis Tempo 120 Stundenkilometer kann man im aufgeklappten Zustand fahren. Und dadurch habe ich den großen Gewinn. Ich habe eigentlich auf dem Pkw-Außenmaß, Pkw-Fahrkomfort, habe aber innen Nutzvolumen, wie ich sonst nur im Kastenwagen habe. Und dass ich endlich mit einer 5-köpfigen Familie super komfortabel Urlaub machen kann. Jetzt muss ich noch mal ganz dumm fragen, also nur, ob ich es richtig verstanden habe. Wenn ich jetzt am Urlaubsort bin und ich habe das aufgeklappt und ich möchte jetzt mit der Family ins Schwimmbad fahren oder einkaufen oder whatever, dann lasse ich das Dach aufgeklappt. Genau, das war eigentlich Grund und Zweck dieser ganzen Konstruktion, dass endlich dieses Rumräumen und Abbauen wegfällt. Und man kann mit diesem Dach aufgeklappt bis zu 120 Stundenkilometer schnell fahren. Und damit ist eigentlich vom Urlaubsort die ganze Mobilität gewährleistet, ohne jetzt rumräumen zu müssen, bevor man losfährt. Ja, du faszinierst mich. Und jetzt die wichtigste Frage, ist es schon bestellbar, kann ich schon ordern und wenn ja, wie sind wir denn preislich unterwegs? Ja, man kann es schon bestellen, das Lieferzeit ist ungefähr 1 Jahr aktuell und wir liegen preislich jetzt mal ohne das Dach, weil das Dach kann man auch abnehmen. Es ist sozusagen eine Art Dachzelt, wo dann diese Durchstiegsluke ein Glasschiebedach ist. Und wenn ich das im Alltag bin ich dann komplett ohne Dach unterwegs, kann dann für den Urlaubsfall mir dieses größere Dachzelt abgeben, wobei es auch von der Außenbreite immer noch schmäler ist als bei eingeklappten Außenspiegel. Also man gewinnt und bleibt auch unter die 2 Meter, damit man sozusagen voll diese Pkw-Tauglichkeit erhalten bleibt. Ja. Und preislich ist ohne Dach kostet das Fahrzeug mit einer 15.000 € VW-Option, die wir haben, weil wir sagen immer, wir haben ein komplett ausgestattetes Modell, liegen wir preislich bei 80.000 € für den kompletten Ausbau des Classic Plus mit 150 PS Dieselmotor, mit 204 PS Hybrid- und Vierradantrieb. Wird es wahrscheinlich eher Richtung 90.000 € werden, aber ja. Ja, da wissen wir mal Bescheid. Dann normalerweise frage ich immer, wodurch ihr euch jetzt vom Mitbewerber unterscheidet, aber die Frage, die können wir uns jetzt sparen. Das ist mal was echt Neues, eine echte Innovation. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit dieser Innovation und generell auf der Messe und würde mich natürlich riesig freuen, wenn ich das irgendwann auch mal testen dürfte. Da reden wir dann aber noch mal in Ruhe. Ja. Cool, alles Gute. Und wir gehen jetzt weiter. Zurück aus der Messehalle, das war also der Space Camper mit seinem spacigen Dach. Ich kann die Idee nachvollziehen. Ich bin gespannt, ob sie sich durchsetzen wird oder ob da weiter dran festgehalten wird. Ich würde mich auf alle Fälle mal freuen, das ganze Ding zu testen. Ich würde mich, glaube ich, nicht trauen, mit 120 damit durch die Gegend zu brettern, aber so mit 50, 60 mal ein paar Einkäufe zu erledigen und so weiter. Ich finde es super spannend und ich finde es vor allem mal schön, weil es einfach mal wieder eine neue Idee ist, die verwirklicht und umgesetzt wird. Das hat mir wirklich wieder sehr imponiert. Jetzt bin ich gespannt, wie es dir und euch damit geht. Schreibt das liebend gerne unten in die Kommentare. Was haltet ihr von diesem Space Camper, generell von Space Camper und diesem Dach? Lasst es uns sehr gerne diskutieren und lasst auch super gerne ein Like da, wenn ihr sagt, vielen Dank für dieses Video. Da geht es mir nicht darum, ob ihr das Dach und das Fahrzeug gut oder schlecht findet, sondern das ist so ein kleines Dankeschön an mich für die Arbeit, die ich habe, diese Videos zu machen. An dieser Stelle herzlichen Dank vorab an euch für dieses Like.
Ja, und jetzt wünsche ich euch, egal mit welchem Fahrzeug ihr unterwegs seid, immer ganz, ganz tolle Touren. Und das Wichtigste ist, dass ihr gesund und glücklich wieder zurückkommt. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Euer Markus. Ciao.